11 Motoren im direkten Vergleich. Endlose Messfahrten, 7 Tage Labor und ein Testsieger. In unserem bisher größten und tiefgründigsten Motorentest liefern wir euch Antworten, die die Branche jetzt braucht. Avinox, Avinox, Avinox. Gefühlt redet die ganze E-Mountainbike-Welt nur noch über einen Motor. Dabei hat der Motorenmarkt so viel mehr zu bieten. 11 der heißesten Motoren im direkten Vergleich, wochenlange Tests auf jedem Terrain, 7 Tage im DEKRA-Labor, unzählige Diskussionen, verrückte Excel-Tabellen und Real-World-Datenanalysen. Von Beschleunigungs- über Geräuschmessungen bis hin zu Reichhöhenfahrten mit exakt definierten Parametern. So viel Aufwand wie wir hat bislang noch kein Magazin für einen Vergleichstest dieser Art betrieben. Wir haben keine Mühen gescheut, um herauszufinden, welcher Motor wirklich der beste ist, vor allem worauf es wirklich ankommt. In diesem Video geben wir euch einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse in unserem großen Motorenvergleichstest. Zudem sagen wir aber euch auch, warum wir dringend neue Superlative in der E-Mountainbike-Welt brauchen und welche Gefahren gerade Motoren, aber auch Bikehersteller haben. Wer noch tiefer in die Zahlen, in die Schaubilder und in die Nerd-Analysen eintauchen möchte, der findet unseren ausführlichen Vergleichstest kostenlos online auf unserer Website. Aber Achtung, dort müsst ihr dann lesen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Avinox M1, der Hype is real. Seit seinem Release sorgt der Avinox M1 Motor, ehemals DJI Avinox, für Furore. Und der Hype größer denn je. Liegt es an der maximalen Leistung, dem hohen Drehmoment oder vielleicht doch noch an ganz anderen Faktoren? Das aktuelle Mindset im Motorenmarkt ist in weiten Teilen zweifelsohne ein Resultat bzw. eine Reaktion auf den Erfolg von Avinox. Unser aktueller Vergleichstest zeigt, es gibt auch ganz andere neue und super spannende Produkte, die für viele Rider ideal sind, aber im Hype schlichtweg untergehen. Das ist gefährlich, denn wer zu stark und zu lang nur auf ein Pferd setzt, wird am Ende vielleicht zu abhängig. Fakt ist auch, während viele Hersteller die hohen Leistungswerte des Avinox als Ausrede nutzen, um ihre schlechten Verkaufszahlen zu rechtfertigen, verrennt sich die Branche im Wettrüsten. Mehr Leistung und noch mehr Leistung, teils auch mit sinnvollen Warnhinweisen von erhöhtem Verschleiß und erhöhtem Verbrauch. Wollen die Fahrer da draußen das überhaupt? Wir haben über 15.000 Leserdaten vom E-Mountainbike-Magazin ausgewertet und verraten euch später, die Realität sieht ganz anders aus, als viele Bikehersteller glauben. Sind wir zu dumm für komplexe Antworten oder zu dumm, um richtig zu simplifizieren? Es ist schon gerade krass, wenn man mit Produktmanagern spricht, worauf der Markt und der Handel gerade seinen Wert legt. Aber bevor wir jetzt über die großen Erkenntnisse des Vergleichstests sprechen, nehmen wir euch erstmal mit auf die Trails und zeigen, was wir dort gemacht haben. Heute ist ein super spannender Tag. Wir machen heute die Benchmark-Session für unseren großen Motorenvergleichstest. Die Motoren sind gerade frisch aus dem Labor bei der DEKRA gekommen und jetzt geht es darum, nochmal zu verifizieren, was wir im Labor gemessen haben und was tatsächlich in der Realität spürbar ist. Das ist unser Leistungsmesssystem, mit dem wir die Motoren und die Akkus elektrisch überprüfen können während der Fahrt. Das Ganze ist möglich dadurch, dass wir den Strom vom Motor zum Akku durch einen Messwiderstand leiten. Das Ganze dient dazu, die Akkuleistung zu überprüfen, also die Akkukapazität, die real vorhanden ist. Ich würde sagen, das bauen wir jetzt mal ein. Bin jetzt verbunden, wir haben hier die 42 Volt und es ist noch 0 Energie verbraucht worden. Akku ist 100% voll, wir haben die Wattmesspedale dran und können jetzt im Grunde einmal vergleichen, wie die aufgenommene Leistung und die Fahrerleistung zusammenhängen. Prima, dann legen wir los. Bei den Motoren gibt es super viel Marketing, also egal ob es jetzt die Newtonmeter oder Leistungsangaben in Watt sind oder aber auch wirklich die Akkukapazität. Also es gibt eine nominelle Akkukapazität, es gibt die Herstellerangabe. Da gibt es tatsächlich auch Unterschiede und genau deswegen machen wir auch die Messungen, um wirklich zu sehen, hey, was steckt eigentlich in diesem Akku, was kann man abrufen und umgekehrt aber auch, was geht an der Wattstunden rein. Servus Leute, ich komme jetzt von den Reichhöhenfahrten, bin seit 4 Tagen dabei, mache am Tag eigentlich 3 Bikes. Das Ganze läuft so ab, dass ich mich auf die Karre schwinge, die Wattmesspedale verbinde, 150 Watt Input und dann geht es den Berg so lang hoch und runter, bis der Motor ausgeht, auch wenn er auf Eco runterschaltet. Sehr anstrengend, sehr langer Prozess, geile Erkenntnisse, dafür mache ich es gerne. Maximalleistung ist gut,
aber Motoren haben dann doch wieder ganz andere Faktoren, die wichtig sind, die aber in der Kommunikation der Hersteller, Medien und Händler leider nie richtig ankommen. Die letzten Jahre war die Reichweite und Akkukapazität das große Ding, dann das Drehmoment und jetzt rückt die Leistung immer weiter in den Fokus. Es ist schon auch irgendwie lustig, dass wir immer wieder in einen stumpfen Vergleich fallen. Dem Handel ist es teilweise egal, schließlich ist viel Leistung ein leichtes Verkaufsargument gegenüber dem uninformierten Kunden. Auch Medien sind daran schuld. Die meisten Influencer und Medien packen Maximalwerte in jede Headline und machen sie zur Sensation. Damit suggerieren wir, darauf kommt es an. Gefährlich wird es dann, wenn man dann noch Behauptungen aufstellt, die einfach falsch sind. Die Zahlen sind richtig, aber sie lügen dennoch, da sie ein komplett falsches Bild von dem vermitteln, worauf es für die meisten Rider ankommt. Nur weil etwas einfach zu messen ist oder man es kann, heißt das nicht, dass man das auch tun sollte oder als ultimative Benchmark aufstellen sollte. Und im Worst Case entwickeln Hersteller ihre Produkte immer so, dass sie in Vergleichstests optimal abschneiden, auch wenn das für die Fahrqualität nicht dienlich ist. Ja, und auch wir sind da nicht perfekt, aber wir geben unser Bestes, ein differenziertes Bild zu geben. Und Einsicht ist schließlich der erste Schritt zur Besserung. Im Angesicht von Superlativen gehen andere Faktoren unter. Aussagen werden verkürzt und am Ende redet jeder nur noch über Motorgewicht, Maximalleistung und Drehmoment. Fürs Ego und den Stammtisch ist das toll, auf dem Trail kommt es aber auf ganz andere Faktoren an. Und das zeigt auch unser Vergleichstest. Was wollen eigentlich die Rider? Die Kunden wollen doch eh nur Power. Dieser Satz fällt in der Branche momentan sehr gern, wenn es um die immer stärker werdenden Motoren geht. Doch die Antworten von 15.000 unserer E-Mountainbike-Leseumfrage-Teilnehmer zeigen, das ist ein bequemer Mythos. Die Mehrheit wünscht sich keine Wattmonster, sondern Motoren mit Charakter. Leise, effizient, zuverlässig. Zum Beispiel Zuverlässigkeit ist im deutschen Markt mit fast 60% das wichtigste Kaufkriterium. Dicht gefolgt von einem natürlichen Fahrgefühl mit fast 50%. Erst danach kommt Drehmoment. Übrigens bestätigen sogar das die Fans des neuen Avinox-Antriebs, der in puncto Leistung alles abräumt. In diesem Trend, sie stehen auf Power, aber mit Gefühl. Ihr Top-Kriterium ist hohes Drehmoment, klar. Aber direkt dahinter folgen Fahrgefühl, geringe Geräuschentwicklung und Effizienz. Also Dinge, die Power zähmbar machen. Vom blinder Leistungsrausch keine Spur. Die Nachfrage nach Power ist real, aber nicht isoliert. Sie wird getragen von der Erwartung, dass neue Motoren gleichzeitig leiser, effizienter und intuitiver werden. Die Industrie kann sich also nicht ständig hinter der Ausrede, die Kunden wollen halt Power, verstecken. Vor Avinox gab es schon zahlreiche andere Motoren mit ähnlicher Leistung. Doch konnten die Fahrqualitäten, Integration oder das ganze Ökosystem drumherum nicht überzeugen. Die Szene will Intelligenz statt Muskelprotz, Feinabstimmung statt Faustkeil. Wer lautlos, harmonisch und zuverlässig liefert, gewinnt die Herzen. Wir müssen über neue Superlative sprechen. Denn was bringt einem wirklich ein Mehr an Leistung? Keiner kauft einen Ferrari nur deshalb, weil er 3 PS mehr hat als ein getunter Golf GTI. Man kauft ihn, weil er was mit dir macht. Emotionen, Fahrgefühl, Charakter und Markenversprechen. Deshalb müssen wir auch aufhören, im Bike-Bereich über Wattzahlen zu sprechen und auch über Drehmomentwerte und Bikes allein anhand vom verbauten Motor zu kaufen. Das ist sinnlos. Klar, es sei denn, der Motor gilt als unzuverlässig. Denn unnötige Probleme will keiner. Das hat man bei ZF gesehen und auch bei früheren Fazua-Modellen. Was für neue Superlative brauchen wir? Nicht die höchste Leistung, sondern die real nutzbare Leistung. Nicht maximales Drehmoment, sondern feinste Beherrschbarkeit. Nicht isoliertes Motorgewicht, sondern Gewichtsverteilung und Handling des Gesamtbikes. Denn was bringt es einem, am Motor 200 Gramm einzusparen, wenn der Akku viel stärker nachher ins Gewicht fällt oder sogar beim Komplettbike die Gewichtsverteilung für das Handling viel wichtiger ist als das reine Gesamtgewicht. Für Sessa von Ono Bikes war es beispielsweise nicht entscheidend, dass der Avinox-Motor ein maximal hohes Drehmoment oder Leistung hat, sondern wie man das System schick integrieren und was für ein Bike-Design man damit realisieren kann. Light-EMTB-Motoren wie TQ und Fazua haben immer durch ihre unauffällige Integration brilliert. Hier setzt nun Maxon mit dem RS einen obendrauf und schafft es, in ähnlichen Baugrößen Leistungswerte zu bieten, die quasi mit einem Bosch CX konkurrieren. Und am Ende ist die Konzeption eines Motors immer eine Entscheidung der Balance zwischen Power und Geräuschkulisse, Effizienz, Reichweite und Maximalleistung, sowie Integration und Zusatzfeatures. Von ABS über Schnellladen bis hin zu digitalen Wegfahrsperren, integrierter Navigation, GPS-Tracking und Licht. Connectivity-Features zwischen DJI Osmo, Action Cam und Avinox für Live-Daten im Video können auch cool sein. Und Funktionen wie die Male Hill Brake oder der Bosch Extended Boost können im technischen Uphill die Sicherheit erhöhen oder die Grenzen verschieben. Welche Risiken tragen Motoren- und Bikehersteller gerade?
Und was bedeutet das alles für den Handel und für euch? Aktuell laufen viele Hersteller Gefahr, sich zu Teileträgern zu degradieren, weil sie von einem Hype zum nächsten rennen und ihre Bikes anhand von gehypten Produkten ausstatten und die verbauten Komponenten stärker vermarkten als ihre eigene Marke. Erst vor kurzem hatte ich ein Marketingvideo gesehen, in dem der Produktmanager stolz vom Herz seines Bikes sprach, dem Bosch CX-Motor, und dann alle Eckdaten herunterbetete, als gäbe es keinen Morgen. Echt jetzt? Also wie austauschbar wollen wir uns geben oder will sich die Bikebranche geben? Das Herz eures Bikes müssen dessen Fahrqualitäten, euer Service oder sonstige Besonderheiten sein. Denn ein Bike mit einem guten Motor ist noch lange kein gutes Bike. Wir sagen, jeder Motor ist nur so gut wie das Bike, in dem er steckt. Aktuell wird viel mit Ängsten gespielt und da hatten wir sicherlich auch unseren Teil Anfang des Jahres dazu beigetragen. Unser Vergleichstest hat gezeigt, dass wir faktisch über die falschen Limits diskutieren. Das wurde auch in unserem jüngsten Think Tank in Brixen klar. Als E-Bike-Branche müssen wir führen und nicht aus der Defensive heraus reagieren. Nicht aus Angst, sondern mit Vision und mit Kompetenz und argumentativer Schlagkraft. In Sachen Regulierung geht es um mehrere Faktoren. Ein wichtiger Punkt ist das Thema Sicherheit. Wir haben aufwendige Beschleunigungstests mit ausgewählten Motoren durchgeführt, bei denen wir nicht nur die Beschleunigungszeit, sondern auch das Beschleunigungsverhalten gemessen haben. Und da hat sich ganz klar gezeigt, ein Avinox M1 Motor mit 1000 Watt Spitzenleistung ist deutlich besser beherrschbar und sicherer zu fahren als ein Bosch CX Race mit 750 Spitzenleistung. Die Beherrschbarkeit ist also ein wichtigerer Faktor als die Maximalleistung per se. Und hier ist das Ruckverhalten beim Einsetzen der Motorkraft entscheidend. Der Race-Modus im Bosch CX Race ist tatsächlich so krass, dass wir, und ich würde mich, aber auch unser ganzes Team als sehr, sehr erfahrene Fahrer einschätzen, Schiss hatten, ihn im technischen Uphill wirklich auszufahren oder überhaupt zu fahren. Und bergab erst recht nicht. Wir sind sogar der Überzeugung, dass der Modus erst ab 18 Jahren oder zumindest nicht in Serienbikes verbaut werden sollte. Dass er für absolute Profis fahrbar ist okay, aber alle anderen hauen sich damit nur auf die Schnauze. Ein weiterer Faktor ist das Messverfahren. Auch die Messung einer Leistungsgrenze ist in der Laborpraxis hochkomplex und von zahlreichen Faktoren abhängig. Das heißt, einfach 750 Watt ist gar nicht so einfach. In Summe, wir finden eine Regulierung nach wie vor super sinnvoll, um das sinnlose Wettrüsten zu verhindern. Aber bitte mit Verstand und vor allem in Bezug auf die richtigen Parameter. Denn am Ende profitiert so gut wie kein Rider da draußen von noch mehr Leistung, weil es auch immer mehr Verbrauch und Verschleiß bedeutet. Also, ich stehe jetzt mit Lars und mit Bene, jetzt wird's spannend. Wir kommen zum Finale. Welcher Motor krallt sich den Testsieg und welcher den Kauftipp und unsere Editor's Choice? Im Folgenden geben wir euch eine klare Einschätzung über die Stärken und Schwächen eines jeden Motors. Angefangen beim Mahle M40, der ein spannender Einstieg der Stuttgarter ins Segment der Full-Power-Motoren ist. Mit Blick auf Leistung, Bauform und Gewicht muss er sich nicht vor den besten Antrieben im Test verstecken. Ganz im Gegenteil, er gehört zu den leichtesten und zugleich kraftvollsten Motoren seiner Klasse. Auf dem Trail kann er mit seiner Konkurrenz aber nicht ganz mithalten. Zu starre Modi, Powerlöcher bei hoher Kadenz und das Klappern bergab verhindern eine Spitzenplatzierung. Dennoch ist der M40 ein solider, zukunftsweisender Motor, der zeigt, dass Mahle das Potenzial hat, sich als ernstzunehmender Player im Mittelmotorenmarkt zu etablieren, wenn App, Display, Fahrmodi sowie Fahrcharakteristik nachgebessert werden. Der S-Works 3.1 überzeugt vor allem mit enormer Anpassbarkeit. Über Features wie dem Dynamic Micro Adjust und der starken App lässt sich der Charakter des Motors super fein abstimmen. So passt sich die Drive Unit exakt an Fahrstil und Terrain an. Auf dem Trail punktet er mit starker Traktion, konstantem Durchzug und einer souveränen Kontrolle. Ergänzt wird das Ganze von einem starken Ökosystem, Schnellladegerät, Range Extender und mit der besten App im Testfeld, hohe Konnektivität und viel Einstellfreiheit. Kleine Schwächen wie kurze Powerholes und das verzögerte Einsetzen der Unterstützung fallen nur bei sehr aggressiver Fahrweise auf, kosten aber dann die letzten Prozentpunkte für eine Spitzenplatzierung. Unterm Strich steht aber ein durchdachtes, alltagstaugliches und extrem vielseitiges Gesamtsystem. Der Bosch Performance Line CXR ist der kompromissloseste Motor im Portfolio der Schwan. Er liefert kraftvolle Power, spricht ultraschnell an und punktet mit starkem Durchzug auf steilen Rampen. Doch im Race-Modus verlangt der CXR erfahrene Hände am Lenker, denn die Unterstützung ist schwer zu dosieren und verlangt viel Fahrtechnik. Der neue EMTB Plus Modus entschärft diese Charakteristik spürbar, macht den CXR kontrollierbarer, traktionsstärker und dank des starken Ökosystems mit hoher Connectivity für die meisten Rider damit auch zugänglicher. Dennoch bleibt der CXR ein Motor für ambitionierte Racer und Performance-Fans.
Für 99% der Fahrer würden wir den Race-Modus aber auf keinen Fall empfehlen, vor allem nicht im technischen Gelände. Selbst wir lassen die Finger von diesem Modus. Der Bosch Performance Line SX stellt einen gelungenen Kompromiss aus niedrigem Gewicht und hoher Unterstützungsleistung bei sportlicher Fahrweise dar. Er fordert etwas Einsatz, belohnt hohe Kadenzen, dann aber mit einem kräftigen Punch und verkörpert Boschs Idee von aktiver Fahrbeteiligung. Er überzeugt mit hoher Unterstützung bei aktiver Fahrweise, starker Smart-System-Integration, guter Connectivity und einem globalen Servicenetzwerk. Im steilen technischen Anstieg zeigt er klare Schwächen und bleibt hier trotz höherer Maximalleistung hinter seinen direkten Konkurrenten zurück und ordnet sich dann da eher in der unteren Hälfte des Mittelfelds ein. Auch die Integration vom Bosch SX ist nicht da, wo die Konkurrenten sind. Mehr Power, bessere Effizienz, aber ohne den ausbalancierten Charakter mit hoher Natürlichkeit zu verlieren. Mit dem HPR60 bleibt die Kuh seiner Linie treu und das ist auch gut so. Der Motor liefert das natürlichste Antriebserlebnis im Test, das passenderweise mit exzellenter Integration und flüsterleisem Auftritt kombiniert wird. Wer stets bereit ist, selbst kräftig mitzutreten, erhält eine sensible und vor allem berechenbare Unterstützung. Nur die bei uns mehrfach aufgetretenen Probleme trüben das ansonsten sehr gute Gesamtbild. Der Fazua Ride 60 hat nach anfänglichen Problemen in jüngster Vergangenheit endlich zuverlässig funktioniert und durch sinnvolle Updates spürbare Verbesserungen in den Fahreigenschaften erzielt. Auch mit der neuen Mode Control hat Fazua klare Verbesserungen erzielt. Zuverlässigkeit und State-of-the-Art-Funktionalität reichen langfristig allerdings nicht aus, um im stark konkurrierenden und innovativen Motorenumfeld konkurrenzfähig zu bleiben. Da hilft auch die gelungene Smartphone-App nicht. Vor allem beim schwachen HMI, also beim Display und bei der Remote, muss Fazua dringend arbeiten. Der Shimano EP801 bietet immer noch ein gut funktionierendes Gesamtpaket mit intuitivem Fahrverhalten und netten Features, wie zum Beispiel der Automatikschaltung in Verbindung mit Shimanos hauseigenem Di2-Schaltsystem. Der EP801 bewegt sich in keiner Kategorie an der Spitze und in den Details offenbaren sich dann aber auch kleine und entscheidende Abstriche, wie beim Bedien- und Anzeigekonzept, wo der EP801 weit hinter die starke Konkurrenz zurückfällt. Um die Marktrelevanz langfristig nicht weiter zu verlieren, sind neue Entwicklungen aus Japan dringend erforderlich. Die Pinion MGU muss sich in Teilen den gängigen Vorurteilen geschlagen geben. Sie ist laut und optisch wuchtig, aber keinesfalls nennenswert schwerer. Gleichzeitig überzeugt sie mit minimalem Wartungsaufwand, enormer Übersetzungsbandbreite und hoher Zuverlässigkeit im Alltag. Auf langen Touren und im täglichen Einsatz spielt sie diese Stärken aus, während sie auf anspruchsvollen Trails durch schwere Dosierbarkeit und schwache Traktion zurückfällt. Damit ist die Pinion MGU kein Alleskönner, aber eine spannende Alternative für alle, die ein robustes, pflegeleichtes und langlebiges Antriebssystem suchen. Der Maxon RS lässt das Leitmotorensegment leistungstechnisch trotz starker Integration und leisem Fahrgeräusch weit hinter sich und kämpft stattdessen gegen Full-Power-Motoren aus höheren Klassen. Auch wenn seine Leistungsentfaltung und Abrufbarkeit bei niedrigen Kadenzen nicht ganz an die schwere Konkurrenz herankommt, bietet er eine beispiellose Balance aus Gewicht, Integration und Power, die obendrein noch sehr effizient genutzt wird. Das größte Manko sind die Einschränkungen zum Launch des Systems. Derzeit fehlen relevante Bikes, eine funktionierende App und eine größere Akkuoption. An den meisten Kritikpunkten ist Maxon bereits dran. Den Mut, neue Wege zu gehen und die technische Umsetzung begeistern und verdienen ihm in unserem Vergleichstest daher die Editor's Choice. Der Bosch CX ist die Allzweckwaffe und damit die Wahl für alle Fahrer, die ein bewährtes System mit breitem Supportnetz und starker Performance suchen. Er ist weder der leiseste noch der leichteste Motor und noch der stärkste Motor im Test, aber er ist der im Alltag und auf dem Trail gleichermaßen überzeugt. Harmonische Leistungsabgabe, gute Dosierbarkeit, ausgereifte Software sowie ein riesiges Partnernetzwerk für Service, Updates machen ihn zu begehrten Kauftipp in unserem Vergleichstest. Der Avinox M1 bleibt auch 2025 die Benchmark unter den E-Mountainbike-Motoren. Nicht, weil er mit 1000 Watt Peak Power und 120 Newtonmeter die stärkste Drive Unit ist, sondern weil er seine Kraft am intelligentesten einsetzt. Sein feinfühliges Ansprechverhalten, die hohe Dosierbarkeit, seine herausragende Integration und das perfekt abgestimmte Ökosystem mit Schnellladefunktion, starker App und hochwertigem Touch-Display zeigen, hier greift alles ineinander. Der M1 vereint in Sachen Fahrcharakter, Leistung, Kontrolle und Effizienz auf Top-Niveau und sichert sich dank dem besten Gesamtpaket im ganzen Vergleichstest den Testsieg. Die zentrale Erkenntnis des Ganzen? Der beste Motor ist nicht der stärkste, sondern derjenige, der dem Fahrer genau das gibt, was er braucht. Auf dem Trail, in jeder Situation, für jeden Fahrertyp.
Kraft, wenn man sie will, Ruhe, wenn man sie braucht, Kontrolle, wenn es drauf ankommt. Und genau diese Balance entscheidet 2026 darüber, wer die Spitze anführt und wer nur noch um Zahlen kämpft, die am Ende niemandem etwas bringen. Lasst uns gerne eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren wissen. Bleibt gerne mit einem Abo dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Cheers!